Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben was Besonderes für euch und zwar könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, haben wir vor kurzem ein Gewinnspiel gestartet, wo die Leute mal ihre Fahrzeuge posten sollten und wir haben daraus einen rausgepickt, der kostenlos oder von Noppis quasi eine Abstimmung für uns bekommt und den haben wir jetzt hier, den Simon. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, du freust dich. Auf jeden Fall, also ich freue mich echt drauf, ich bin auch gespannt, was jetzt rausgekommen ist. Ja. Und bin jetzt wirklich gespannt, mich nachher reinzusetzen, um eine Runde zu fahren. Ja. Erzähl ganz kurz, was hast du für ein Auto? Nissan 350Z, Baujahr 04, also 280 PS Modell. Serienmäßig verändert ist jetzt worden Boiler-Auspuffanlage und das Ansaugsystem. Ansonsten Standardauto, ja. Ja, dann sind wir mal gespannt, was rauskommt. Wir machen wieder volles Programm. 100-200 Messungen, Eingang, Ausgang, Leistungsprüfstand und Auswertung. Ich würde sagen, los geht's. So, wir sitzen jetzt in dem 350Z vom Simon und die ersten Meter sind eigentlich vielversprechend. Habe ich schon mal schlimmer erlebt, habe ich auch schon mal besser erlebt, keine Frage. Aber die Konfiguration ist natürlich sehr übersichtlich. Es ist eine Boiler-Auspuffanlage dran und ein modifizierter Luftfilterkasten. Ja, da hat einer vorne quasi ein bisschen was aufgeschnitten, das war es eigentlich schon. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal eine 100-200 km/h Messung machen im Serienzustand, oder beziehungsweise im aktuellen Zustand. Ich denke mal, dass aufgrund der Radreifenkombination, wir haben halt 19-20 Zoll Kombination mit 305er Reifen hinten, dementsprechend der Abrollwiderstand relativ groß ist. Wahrscheinlich nicht eine richtig geile 100-200 km/h Zeit fahren, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall machen wir danach die Software, machen dann wieder 100-200 und danach auf den Prüfstand. Und dann gucken wir, was rausgekommen ist. Aber ich denke mal, so Drehmoment ist auf jeden Fall da gefühlt. Lassen wir uns mal überraschen. War ich dicht dran. Ich habe 18,2 geschätzt. 18,4 sind wir. Ja, 18,4 Sekunden bei 30 Grad Außentemperatur. Dicke Schluffen drauf. Halbvollen Tank. Finde ich gut. Ist okay. So, jetzt machen wir erstmal die Software drauf und dann schauen wir mal, was das an Zeit bringt. Und später dann auch auf dem Prüfstand, was es in Zahlen gibt. Ja, auf dem Prüfstand angekommen, wollen wir natürlich schauen, was er jetzt drückt. Ich erhoffe mir jetzt hier nicht so viel. Klar haben wir eine deutlich bessere Zeit erreicht, aber wir haben immer noch ein seriennahes Fahrzeug, wo nur die Abgasanlage modifiziert worden ist. Das war es letztendlich schon. Also, ich bin gespannt, was rauskommt. Schauen wir mal nach. Ja, wie erwartet haben wir eigentlich, ich finde, gutes Ergebnis. Nicht jetzt überragend aufgrund der Modifikationsarmut. Aber wir sind jetzt ein paar Mal gefahren und wir haben jetzt bei 35 Grad Prüfstandstemperatur 280 bzw. knapp 282 PS bei 363 Newtonmeter. Also damit liegen wir sauber drin. Die Kurve sieht sehr schön aus, sehr gleichmäßig. Und ich denke mal, der Unterschied ist deutlich zu spüren beim Fahren, dass wirklich auch das Drehmoment schon früh anliegt. Wir sehen jetzt hier direkt bei, was haben wir hier unten, 2500 Umdrehungen ungefähr, geht das über 300 Newtonmeter. Und ab, was sind wir hier, 4000 ungefähr müsste das sein, sind wir über 350 Newtonmeter. Schön gleichmäßig steigend. Super Ergebnis. Ich finde es klasse und ich hoffe, der Simon freut sich auch. Wir fahren gleich mal zurück zu ihm.
Zurück vom Prüfstand möchten wir natürlich auch dem Simon die Möglichkeit geben, sein Fahrzeug neu zu erfahren. Und dazu begleiten wir ihn jetzt mal gleich dabei und sprechen uns gleich nochmal. Ja, hallo, ich bin Sino von CTD Germany. Nein, Spaß. Kai hat schon gesagt, neues Gesicht. Ich bin jetzt gerade dabei, den Nissan zu testen nach der Optimierung und ganz ehrlich, macht richtig Bock. Der Unterschied, der ist deutlich zu spüren, gerade dritter, vierter Gang und im fünften hängt er brutal gut am Gas. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also macht auf jeden Fall richtig Bock. Der Simon ist glücklich, wir sind es natürlich auch. Das war die Gewinnspielaktion 2018. 2019 wird es eine ähnliche Aktion geben. Und daher kann ich nur jedem raten, Kanal abonnieren und dranbleiben. Bis zum nächsten Video, euer Tino.